Wir haben auf unserer Testfahrt auch gleich unseren Auspuff geschrottet. Richtig geil. Da hätte ich Bock drauf. Und dann reden die auch nicht miteinander. Dann kann auch nichts draus werden. Einfach ohne Sinn und Verstand. Heute ist so ein richtiger Fuck-Up-Tag. Ich habe echt so einen Hals, ey. Mir fehlen die Worte. Mir fehlen echt die Worte. Da habe ich kein Verständnis für. Und da reagiere ich dann auch nicht mehr freundlich. Das heißt, die Ventilschaftabdichtungen sind dort defekt. 5 von 6. Ich bin immer noch richtig angepisst. Ich weiß nicht, wie man verhindern kann, da nicht in einen Wutausbruch zu geraten. Man hat so das Gefühl, dass es irgendwie so kurz vorm Explodieren ist alles. Sag mal, bin ich eigentlich bescheuert? Man will hier keine Verantwortung übernehmen. Was das Vertrauen angeht, ist das jetzt mal weg. Wir sind sowas von am Arsch. Kommen wir jetzt zum finalen Kassenstoß. Wo sind die guten Mechaniker? Mein persönliches Highlight momentan. Es hat gerade ganz laut gezischt, die Deutschen schlecht zu machen. Ich will hier weg. Aber ich glaube, da waren auch viele dagegen. An der Stelle kotzt es mich an, wenn man zu geizig mit Ersatzteilen ist. Ja, man möge uns jetzt auslachen, weil wir so ein Fahrzeug haben. Schmeißt doch die Kiste über die Klippe. Es ist gut, dass wir so eine Testfahrt gemacht haben über eine längere Strecke. Aber wir merken, wir werden hier einfach nichts. Aber jetzt das Wichtigste. Rechnen wir ab. So Leute, wir haben uns wirklich lange überlegt, ob wir das Video so wie es jetzt ist rausbringen. Aber wir haben uns gedacht, das gehört halt auch zu so einer Geschichte dazu, zu einer Situation dazu. Und es zeigt halt einfach auch nur, unter was für einem Stress wir in so einer Situation dann auch geraten sind und was das mit einem dann auch macht. Stichwort geistiger Verfall. Ich möchte aber betonen, dass wir am Ende mit allen gut auseinandergegangen sind und dass wir sehr, sehr, sehr dankbar sind für die Gastfreundschaft und die Hilfe, die uns zuteil wurde von dieser Werkstatt und der Familie. Das ist uns sehr wichtig. Zwei Renault sind hier, gibt sowas. Wir haben die beiden gestern kennengelernt, ganz unverhofft, als sie zurückkamen von der Testfahrt. Standen sie da und wir dachten, das gibt's doch gar nicht. Ein Midliner, so wie unser, hier in Jenica. Franzosen, super nett. Ja, falls ihr seht, wir freuen uns, euch kennenzulernen. Und wir haben einen gebrochenen Dachträger und natürlich nutzen wir dann gleich unsere Kontakte, um ihnen zu helfen, dass das hier gleich repariert wird. Und das ist der gleiche Mechaniker oder Schweißer, der für uns den Auspuff gemacht hat. Und wir finden, der macht richtig gute Arbeit und da sind wir sicher, dass sie in guten Händen sind. Wir haben auf unserer Testfahrt auch gleich unseren Auspuff geschrottet. Da war eine Bodenwelle, die war so heftig. Da hat es leider irgendwie den Schallkörper vom Auspuff zerlegt. Aber das wird er bestimmt auch schweißen können. Richtig gut aus. Richtig gut.
Also gut, hier hat er ein bisschen Rost am Rahmen, weil es halt mal ein Schneeflug, also Streufahrzeug war. Aber er ist so gut in Schuss. Baujahr 89. Ist halt auch der M210, da hat 210 PS meine ich dann auch. Richtig geil. Da hätte ich Bock drauf. Und hier, das will ich auch haben. Das ist ein Highpipe. Also mit so einem, ich weiß nicht, die haben so einen bestimmten Namen, diese Luftfilter, die hier oben. Zyklonfilter oder so. Es ist echt gut, mal so ein Renault halt auch zu sehen. Vor allem auch, wie er sich vom Motor her anhört. Er hört sich ganz anders an. Und da habe ich jetzt auch noch ungefähr eine Idee, was bei uns eigentlich nicht richtig ist. Bei uns ist der Einspritzzeitpunkt viel zu früh, viel zu spät. Viel zu spät. Yes! Ja. Ich weiß ja nicht, ob es sich lohnt, den jetzt noch zu reparieren, weil eigentlich ist mir der Auspuff, also der Schallkörper viel zu klein. Der müsste eigentlich ein viel größerer rauf. Das machen wir ein andermal. Dass das natürlich passiert ist, ist wieder halt so ein Beispiel für, da hat jemand den Auspuff einfach ohne Sinn und Verstand oberhalb unserer Antriebswelle verlegt, wo der einfach nicht hingehört. Und ich hatte schon mal darüber nachgedacht, ob wir den einfach mal jetzt woanders langlegen müssten. Wäre eigentlich besser. Also ich war es nicht, ne? Das waren Alexia und Jill, die gerade weggefahren sind mit ihrem total coolen Midliner 210. Geile Kiste, also habe ich mich schon drin verliebt. Ich durfte auch einmal fahren damit, ist mega cool, also ist schon nochmal ein anderer Schnack. Ja, es hat total Spaß gemacht mit den beiden. Grüße gehen raus an euch. Die haben uns total geholfen. Es gibt eine große Community der Midliner Renault-Besitzer in Frankreich. Da werden wir mal gucken, dass wir da irgendwie mit reinkommen. Sie haben uns ihre Hilfe angeboten, wenn immer irgendwie was ist. Und es ist einfach, es war wieder so eine besondere Begegnung. Und am Ende haben sie uns dann noch Geschenke gemacht. Und es ist einfach so geil. Das Erste, dass wir endlich mal ein vernünftiges Renault-Schild, also ein Schild nochmal an unserem LKW haben. Und der Jill, der hat gesagt, sein Lichtausbau ist fertig, er bräuchte das nicht mehr, hat mir diese Rolle LEDs geschenkt und ich kann jetzt endlich mal Licht nach 3 Jahren in unsere Kabine einbauen. Ja, geil. Was für ein Zufall, ne? Das ist einfach LED-Band für 24 Volt, das ist ja unsere Stromversorgung, die wir haben, also die Hauptstromversorgung, 24 Volt. Das ist, glaube ich, irgendwie 5 Meter oder so. 5 Meter, genau. Und ja, ich meine, wie das manchmal dann so passt. Ich habe ja letztes Jahr in Griechenland gerade die Verkleidung unserer Kanten gemacht, sodass ich indirekte Beleuchtung da reinmachen kann. Das hatte ich auch immer vorgehabt, aber ich habe bisher noch kein LED-Band dazu gefunden.
Ja, mal sehen. Irgendwann werde ich mich dem auf jeden Fall widmen. Total einfach eigentlich. Hier direkt anschließen. Man kann das überall trennen und dann wieder ein neues Kabel ranlöten und das funktioniert dann direkt. Und das Obergeilste ist, sie haben uns dieses Messer, dieses Tool hier geschenkt. Opinel heißt das. Könnt ihr jetzt wahrscheinlich nicht lesen, ne? So ist vielleicht besser. Naja, das ist ein typisches Werkzeug, das jeder französische Camper dabei hat, haben sie uns erzählt. Opinel heißt das, wie gesagt, und es ist ja, halt ein Messer, so. Aber warum es wahrscheinlich sehr typisch für die Franzosen ist, naja, was ist typisch für Frankreich? Der Wein. Wein und Frankreich ist halt eine Symbiose und da darf das natürlich auch nicht fehlen. Das habe ich mir jetzt selber ausgedacht, aber vielleicht ist auch was Wahres dran. Ja, mega. Wir freuen uns so richtig, dass wir die beiden kennenlernen durften und wir hoffen, wir werden uns wiedersehen. Şöyle biraz enjektör yok. Pompa ama start çalışıyor. Güzel pompa. Im Moment versuche ich das Problem des Geräusches zu lösen. Ein nicht gut funktionierender Injektor kann auch zu viel Hitze produzieren. Nasıl lazım onu ben Selamünaleyküm. Hocam hoş geldin. Tamam sıcağında. Nereye geziyorsun hoca ya? Guten Morgen. Guten Morgen. Wir haben in der Sanai geschlafen. Ja, es war eine sehr, sehr gute Nacht. Nicht? Ich glaube, das war eine unserer schlechtesten Nächte in unserer ganzen dreijährigen LKW-Geschichte. Also hier war permanent was los. Also ich dachte eigentlich, dass die Sanai hier nachts geschlossen wird, aber hier sind LKWs durchgeknattert. Ich weiß nicht, irgendwas haben die hier noch verladen. Heute Morgen war die Halle da hinten noch voll mit irgendwelchen Lieferwagen. Nachts kam ein LKW an, der irgendwas angeliefert hat. Jetzt ist plötzlich alles leer. Da waren noch Menschen Kann man- mit dem LKW herum. Ja. Und wir haben wieder einen Tag, wo ich schrauben darf. Juhu! Was steht denn heute auf dem Plan? Zylinderkopf nachziehen. Der Kühler ist undicht, im Übrigen, habe ich rausgefunden. Und dann werde ich noch mal ein bisschen Wartungsarbeiten machen, abschmieren, also die Antriebswellen und sowas. Bremsflüssigkeitswechsel Und endlich mal das Thermostat, ne? und Thermostat soll heute gemacht werden, genau. Ja, unser jetzt letzter Versuch mit der Pumpe, also mit der Einspritzpumpe noch mal was zu erreichen, war irgendwie ernüchternd. Also wir haben jetzt noch mal explizit nachgefragt, wir brauchen jemanden, der sich mit Verteilereinspritzpumpen auskennt und unsere Pumpe am LKW direkt einstellen kann. Weil da fehlt mir einfach die Erfahrung, wie muss ich dann der LKW anhören, wie muss der Auspuff riechen, wie muss der Rauch sein, wo muss man jetzt an welcher Schraube was stellen, damit dann das irgendwie besser geht. Also dass der Rauch verschwindet, dass der Motor sich besser anhört. Ein paar Sachen weiß ich natürlich, aber ja, Erfahrung fehlt mir halt. So, und dieser Versuch war ernüchternd. Gibt keinen. Ja, das Ding hier in der Türkei ist, die Arbeiten sind hier alle sehr getrennt, also sehr spezialisiert. Die Bosch Diesel Services, die testen die Pumpen, aber sie bauen sie nicht ein. Zumindest ist das so unsere Erfahrung. Vielleicht stimmt das aber auch nicht, weiß ich nicht. So, einbauen tut sie wieder dann der Mechaniker, aber Unser Mechaniker sagt, er hat keine Ahnung von Einspritzpumpen. genau.
Ja, ich weiß auch nicht. Ich will ja auch niemandem Unrecht tun, aber das ist unsere Erfahrung. So, wenn das alles so gestückelt, der eine macht das, der andere macht das, der andere macht das und dann reden die auch nicht miteinander, dann kann auch nichts draus werden. Ne? So, ja. Zwei Jahre sind jetzt ungefähr seit dem letzten Bremsflüssigkeitswechsel und es wird mal Zeit, die rauszuhauen. Dieses Kupferrohr begleitet uns schon seit den Anfängen, wo wir noch den LKW umgebaut haben und ich teilweise unsere Wasseranlage umgebaut habe, gelötet habe. Und das sind noch Rüberreste von den Kupferleitungen. Jetzt ist es unser Zauberstab. Genau, jetzt ist es der Stab zum Heben der Kabine. Patron oraya gitmesin. Bir de bunu geçiyorlar. Barkod var ya üstünde. Onun içine gidiyordu. Doğum gibi orada çalışıyor, saat orada olmuyorlar. Olmuş. Sen kursada arkadaşın çek, arkadaşın. Ya. Onu kursun. Sana yok mu çay? Koca bardaki mi çay? Oğlum git. Orada var işte bardak. Seyret, pazarda. Meşhur olduğunu diyorlar. Yapsından başı. Yaptı da. Tamam. Niye gıcık kapıya? Ne oldu? Alırım ben, alırım. Açık çay içiyor. Glaube ich mehr Wasser als Chai. Çaya alıştıran ben. Wir haben gerade gehört, wenn wir nach Georgien fahren, gibt es keinen Schein mehr. Gibt nur noch Wodka. Aber das haben wir auch schon von anderen Reisenden gehört. Also, Da drücken sie die Gastfreundschaft mit Wodka aus. ja genau. Könnte ein bisschen anstrengend werden. Ahmet gelecek, gelsin gözüm çatlı. Aber der coole Typ wird kommen, lass ihn kommen. Mhm. Ja. Telefon ettim gelecek. Var onlar, alıyoruz. Ein Gruß an Carsten, genau. Er hat mir erzählt, dass er seine Frau in einen LKW gesetzt hat mit einer Pinzette, um die Lamellen wieder gerade zu richten, weil die eine große Auswirkung haben auf die Kühlleistung des Kühlers. Und hier sind einige ganz schön verbogen. Lässt sich aber auch leicht wieder richten, muss ich sagen. Hier ist der Teil, wo es anfängt richtig zu nerven. Der Kühler ist undicht. Das hätte man vermeiden können, wenn der Kühler entsprechend vernünftig einmal abgedrückt worden wäre. Jetzt haben wir die doppelte Arbeit, jetzt musste der Kühler noch mal raus. Beziehungsweise ich habe darauf bestanden, dass sie den Kühler noch mal ausbauen, weil die wollten das im LKW mit ihrem Autogenschweißgerät wieder dichtlöten. Da habe ich gesagt, nichts da. Wir gucken uns das jetzt vernünftig an und dann wird der Kühler noch mal abgedrückt. Und naja, beim letzten Ausbau sind halt auch so einige Lamellen dabei umgeklappt. Und sowas ist, da habe ich kein Verständnis für. Und da reagiere ich dann auch nicht mehr freundlich.
Yağlamalar var. Olmazsa onlarla yağlattırırız bir tane fazla. Das ist jetzt das neue Thermostatgehäuse. Es wurde nochmal leichter gemacht und wir testen jetzt, ob es funktioniert, also ob der Thermostat richtig funktioniert und zumacht, wie er soll. Also öffnet und zumacht. Das neue Thermostat soll eigentlich bei 75 Grad öffnen. Wir haben es jetzt zum Glück nochmal getestet und es öffnet nicht bei 75 Grad. Also entweder ist das kaputt oder unser Thermometer misst nicht richtig. Aber das Thermometer hat schon ein paar Mal richtig gemessen. Die kriegen gleich ein anderes. Also, das öffnet original oder soll original bei 75 Grad öffnen. Es hat erst bei 85 geöffnet. Und wir kriegen jetzt eins, das bei 71 Grad öffnen soll und das gucken wir uns dann mal an. Das ist für sommerliche Temperaturen noch besser geeignet. Wir ziehen jetzt den Zylinderkopf nach. Das muss man bei den Motoren, weil sie keine Dehnschrauben haben, sondern nur Bolzen, nach 50 Kilometern und nach 1500 Kilometern, also 1000 bis 1500 Kilometer machen. Wir haben ja schon 1800 runter, ist das nicht so schlimm, aber ja, das hängt damit zusammen, dass die Kopfdichtung, die drin ist, halt nachgibt, wenn sie halt dann Wärme kriegt. Und ja, es sind halt keine Dehnschrauben, sondern Bolzen. Heute ist so ein richtiger Fuck-Up-Tag. Wir waren jetzt dabei, nochmal den Zylinderkopf festzuziehen, hatte ich erzählt. Dabei habe ich dann nochmal in die Ansaugbrücke Bolzen eingebracht, weil das immer so ein Problem war mit den Schrauben. Jedes Mal, wenn man das abnimmt, um die Ventile einzustellen, kommt das durch das Rausschrauben der Schrauben immer so leicht Dreck und Späne rein. Und das ist halt gar nicht gut für die Zylinder. Und prompt ist uns dabei halt so ein Bolzen dann auch verkantet. Und wir mussten die Ansaugbrücke abnehmen. Zum Glück haben wir das gemacht. 5 von 6 Einlassventilen haben Öl. Das heißt, die Ventilschaftabdichtungen sind dort defekt. 5 von 6. Falter. Was für ein Tag. Was für ein Tag. Hat man da noch Worte? Ist ja nicht so, dass ich nicht alle, also den Mechaniker und den Motoreninstanz gefragt hätte, ob der Ölverbrauch irgendwie an den Ventilschaftdichtungen liegen könnte. Nein. Also war ja schon eine Frechheit, dass ich überhaupt gefragt habe. Ich habe echt so einen Hals, ey. Aber wir müssen ja Frieden bewahren, damit das hier auch weitergeht, damit die sich nicht irgendwie dann irgendwann auf die Hinterbeine stellen. Aber das war halt heute kurz auch nochmal Eskalation. Achso, noch was. Jetzt haben wir den Motor gestartet. Und dieses Tackern, von dem ich die ganze Zeit immer spreche und allen irgendwie auf die Nerven gehe, war jetzt sehr deutlich da. Und oh, der Mechaniker sagt, ist wohl der Injektor. Ich bin mal gespannt, was der Pumpenmann sagt. Und ich hoffe, dass dieses Geräusch auch morgen noch wieder da ist. Weil dieser Scheißsuche nach Geräuschen, das ist so ein leidgeplagtes Kapitel. Weil die Dinger, diese Geräusche sind manchmal auch weg. Und dann, wenn wir wieder fahren und keiner da ist, der es hören kann, der es hören sollte, ist es wieder da. Und heute war es mal da.
Wir fahren jetzt erstmal an einen ruhigeren Ort. Heute Nacht konnten wir echt kein Auge zutun, weil wir haben hier in Nasanai geschlafen. Das geht gar nicht. Zum Glück haben wir den LKW fahrbereit gemacht. Also wieder an unser ruhiges Plätzchen am See, wo die Türken picknicken. Was hattest du? Ja. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Habe ich einen Bock heute, ey. Also ich habe nicht gut geschlafen. Ich bin immer noch richtig angepisst. Also wirklich. Beim Einschlafen sind mir dann nochmal so viele Dinge durch den Kopf gegangen, was eigentlich bisher so passiert ist. Und ich kann eigentlich nur mit dem Kopf schütteln. Und ja, also jetzt geht es heute an die Ventilschaftdichtung und es bringt ja nichts, wenn die auf dieselbe Weise einbringen. Ich habe mir jetzt mal angeguckt, was dazu notwendig ist, die vernünftig einzubauen. Und das hatte ich auch schon in den Kommentaren von euch gelesen, dass man dafür bei den Ventilen einen Überzieher über die Ventile rüber machen muss, oben. Weil da sind ja Kerben drin, wo die Ventile mit arretiert werden. Und wenn man da nichts drüber macht, bevor man die Ventilschaftdichtung drüber zieht, dann gehen die einfach mal kaputt. Und dann ist es auch kein Wunder, dass 5 von 6 Ventilschaftdichtungen im Arsch sind. Das war jetzt nicht YouTube-konform, aber ist mir gerade egal. So, und dann sind mir so Sachen durch den Kopf gegangen, wo ich dachte so, ey, wieso fühlt man sich eigentlich als Kunde in Werkstätten dann immer so schlecht, dass man so eine Belastung ist, wenn man irgendwie nachfragt, wie ist denn damit, wie, ne, so, wo ist hier vielleicht noch ein Problem, ist da ein Problem, und die Mechaniker dann immer so unwirsch reagieren und man sich so lästig vorkommt. Wo ich denke, sag mal, bin ich eigentlich bescheuert? Ja, ich muss dem mal sagen, was für eine Scheiße hier passiert ist, und dass er sich mal überlegen soll, wie sich das für mich hier anfühlt. Ne? Also, was das Vertrauen angeht, ist das jetzt mal weg. Das war ja so das letzte Ding. Ich habe wegen der Ventilschaftdichtung, habe ich gefragt, der Motor verbraucht 1,5 Liter auf 1000 Kilometer. Und die erzählen mir die ganze Zeit, das liegt nur an den Kolbenringen. Ich habe gefragt, ist es möglich, dass die Ventilschaftdichtungen ein Problem haben? Nein. Wurde also mit einer Art und Weise Nein gesagt, als wäre ich blöd, ne? Ihr seht schon, ich habe so einen Hals. Dichtungen schlecht sind. Ich habe aber festgestellt, dass sie die notwendigen Werkzeuge für das Installieren der Dichtung gar nicht benutzt haben. Buldun mu? O orijinal numarasına göre bakalım diyor da. Hakan, kardeşim bir bakabilir misin? Buyur abi. Bu Alman, 50. Ha? 50 Alman. 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 Mir fehlen die Worte. Mir fehlen echt die Worte. Ich weiß gar nicht, wie ich das irgendwie zusammenfassen soll. Das ist jetzt irgendwie wieder das gleiche Spiel, wie wir es damals in Izmir hatten. Wir sind so Spielball zwischen den Werkstätten. Und wir sollen jetzt entscheiden, was richtig ist, also welche Teile wir nehmen. Ich sag gleich nochmal mehr. Wir haben einwandfrei gestern festgestellt, dass die Ventilschaftdichtungen undicht sind. Der eine Motorinstandsetzer, den hatten wir ja dann dazu geholt, der hat das gesehen, hat gleich gesagt, sind die Ventilschaftdichtungen. Jetzt sind wir heute wieder zu dem Motorinstandsetzer hin und haben gesagt, so jetzt, was habt ihr jetzt vor, weil Ventilschaftdichtungen sind ja defekt. Und dann wollten wir uns doch tatsächlich erklären, nee, das liegt nicht an den Ventilschaftdichtungen, das sind jetzt die Kolbenringe. Und als ich dann erklärt habe, dass das gar nicht sein kann, und wieso wurde erst das so gesagt und dann wieder andersrum, haben sie gesagt, ja, übrigens, euer Modell, der alte Zylinderkopf, der hat ja gar keine Ventilschaftdichtung. Also sie wollten uns jetzt irgendwie erklären, nur weil unser alter Zylinderkopf keine Ventilschaftdichtung hat, können die anderen, die jetzt eingebaut sind, auch defekt bleiben oder was? Und dann habe ich denen erstmal erklärt, dass die Ventilschaft, also die Ventilführung, die neuen, die da drin sind ja nur ganz andere.
Und die werden zusammen mit Ventilschaftdichtungen geliefert, ja nicht ohne Grund. So, man will hier keine Verantwortung übernehmen. Dann standen wir da, dann haben sie gesagt, okay, aber dann sind unsere Ventilschaftdichtungen von schlechter Qualität, deswegen ist das. Aha, okay. Ja, was ist denn besser? Okay, dann haben sie welche rausgesucht, die dann auch passen könnten. Dann habe ich gesagt, okay, könnt ihr sicherstellen, könnt ihr dann jetzt da die Garantie drauf geben? Ja, nee, das muss ich dann entscheiden. Ich? Also, und der Meister hier, der lässt uns komplett hängen. Komplett. Wir haben ihm schon das Geld gegeben. Wir hatten eine gute Beziehung gehabt und so. Und ich bereue es jetzt. Also Leute, ehe ihr nicht die Testfahrt gemacht habt und alles in Ordnung ist, gebt ihr gar kein Geld raus. Das sind diese Überzieher, von denen ich gesprochen habe, die man vorher auf den Ventilschaft drauf macht, bevor man dann die Dichtung drüber zieht. Der Grund dafür ist ganz einfach. Diese Kerbe hier, womit das Ventil gehalten wird, ist scharfkantig. Ziehst du da ohne diesen Überzieher die Dichtung drüber, kannst du gleich wegschmeißen. Der Motorinstandsitzer wollte mir doch tatsächlich erklären oder weismachen, dass man das nicht bei jedem braucht. Und bei unseren Ventilschaftdichtungen waren ja schließlich diese Überzieher nicht dabei. Echt jetzt? Und dann erzählt man mir, wer jetzt eigentlich hier die Erfahrung hat. Dass wir so viel Erfahrung haben. Aha. Ich glaube, ihr beginnt so langsam zu ahnen, was für eine Situation wir hier gerade sind und wie es gerade in mir aussieht. Also dadurch, dass wir jetzt natürlich auch die Sprachbarriere haben, ist es extrem schwierig, da zu diskutieren und zu argumentieren. Ich meine, wir haben uns ganz gut geschlagen, weil letztendlich haben wir jetzt erreicht, was wir wollten, aber ich weiß nicht, wie man verhindern kann, da nicht in einen Wutausbruch zu geraten. Ich glaube, ich bin ein friedliebender Mensch. Ich will nicht sagen harmoniebedürftig, aber friedliebend. Da fällt mir nichts mehr ein. So, ja. Es braucht lange, dich auf die Palme zu bringen. Ja. Außer rüber zu bringen. Es ist jetzt auch mittlerweile soweit, ich gucke jetzt mir jeden Arbeitsschritt an und wenn die noch so genervt sind. Die sind total genervt alle. Aber wisst ihr was? Es ist mir jetzt scheißegal. Wir haben so viele Probleme jetzt schon gehabt. Da könnt ihr mir jetzt hier mal mit Erfahrung kommen. Dann sage ich denen, ja, und warum haben wir so viele Probleme?
Wir sind heute an einem ganz besonderen Ort angekommen. Im Internet kann man nur erahnen, was einen hier erwartet. Großes Dank an Krümel 4x4, an Tom und Coco. Ohne euch wären wir jetzt nicht hier. (2014) wurde dieses Projekt ins Leben gerufen. Hier sollten ursprünglich 730 Schlösser entstehen für Superreiche aus den Golfstaaten. Und tatsächlich waren schon 350 verkauft, bis das Projekt dann pleite gegangen ist. Und jetzt stehen hier 600, zum Teil fertig gebaut, aber auch noch Bauruinen. Ob das Projekt jemals fertiggestellt werden wird, das weiß im Moment niemand. Es wird derzeit für Disney-Filme auf jeden Fall und für Musikproduktionen benutzt. Das Gelände ist bewacht und Betreten ist verboten, aber es gibt einen Wanderweg und von diesem Wanderweg könnt ihr euch den Ort ganz entspannt angucken. Wir sind zurück von der Testfahrt und es gibt eine gute und zwei schlechte Nachrichten, müsste man sagen. Die gute Nachricht ist, dass mit dem Thermostat funktioniert richtig gut. Der Motor wird nicht mehr heiß, egal wie stark wir ihn belasten. Also ich glaube, die Maximaltemperatur war irgendwie 95 Grad, wo wir dann wirklich eine sehr lange Steigung und mit Vollpower hochgefahren sind. Aber dann kühlt er auch schon gleich wieder runter. Von daher würde ich sagen, das war jetzt ein Erfolg. Er geht nicht mehr auf die 100 Grad zu. Die schlechte Nachricht ist, dass er jetzt auf dieser Fahrt mehr Öl verbraucht hat als jemals zuvor. Also wir sind ja jetzt knapp 3000 Kilometer gefahren insgesamt. Und diese Testfahrt waren jetzt 1300 Kilometer und wir haben 3 Liter Öl verbraucht. Was letztendlich ein Verbrauch von 430 Kilometer oder 1 Liter auf 430 Kilometer sind. Und bei der ersten Testfahrt, die wir gemacht haben, waren das noch irgendwie 540 Kilometer, die wir fahren konnten. Jetzt ist es aber so, dass wir aber auch mehr, wie soll ich sagen, mit mehr Last gefahren sind. Also wir konnten ja jetzt, dadurch, dass der Motor nicht mehr so heiß wurde, halt auch im höchsten Gang die Berge rauffahren, wo er dann sonst normalerweise auch schon sehr heiß geworden ist. Vielleicht macht das da irgendwie den Unterschied, ich weiß es nicht. Aber es ist nun mal so, er hat jetzt mehr verbraucht. 3 Liter auf 1300 Kilometer finde ich irgendwie sehr viel. Ich habe dann jetzt kommen wir zur zweiten schlechten Nachricht, den Meister, den Mechaniker angeschrieben und gesagt, hey, können wir nicht bitte eine Kompressionsprüfung machen? Druckprüfung habe ich noch gar nicht angefragt. Das sind so die 2 Dinge, die von euch auch als Vorschlag kamen. Und er meldet sich jetzt nicht mehr. Reagiert nicht mehr auf meine Nachrichten. Und das verspricht irgendwie nichts Gutes. Und wir fahren jetzt mit einem sehr unguten Gefühl in die Werkstatt. Also wie erwartet ist die Situation
sehr angespannt und er hat uns eigentlich erstmal links liegen lassen. Also richtig die kalte Schulter gezeigt, hat uns total ignoriert. Also er, zumindest am Anfang hat er noch gesagt, guten Morgen und willkommen. Und dann ist er weitergegangen und hat dann da am LKW weiter rumgeschraubt. Klar, wenn man viel zu tun hat, dann ist man natürlich unter Druck irgendwie. Wobei wir das jetzt nicht beurteilen können. Aber ich denke, für ein paar kurze Worte reicht das sicherlich aus, um mal zu sagen, so wie war es, wie ist es. Also wenn man helfen will und wenn man es in die richtige Richtung bringen will, also sprich wirklich wissen will, ob alles in Ordnung ist, dann tut man das auch. Dann fragt man auch nach, wie war die Testfahrt, wie sieht es mit dem Verbrauch aus und da kommt gar nichts. Alles sehr unangenehm, richtig unangenehm. Man hat so das Gefühl, dass es irgendwie so kurz vorm Explodieren ist alles. Und wir müssen jetzt halt sehen, ob wir jetzt hier noch Hilfe kriegen oder nicht. Auf die Frage hin, ob eine Druckprüfung gemacht werden kann, was gleichbedeutend auch eine Kompressionsprüfung ist, weil ich glaube, den Unterschied wird er sowieso nicht verstanden haben aufgrund der Übersetzung, denke ich jetzt mal. Ja, nee, kann man hier nicht machen. Für Benziner geht das, aber für Dieselfahrzeuge wohl nicht. So, okay. Er hat jetzt beim Hersteller, also beim Lieferanten angerufen, hat da jetzt irgendwie nachgefragt. Wir verstehen ja nicht, was er dann letztendlich mit denen spricht, aber was ich so mitgekriegt habe, haben sie sich so ein paar türkische Wörter kennen wir ja mittlerweile auch schon. Also sie haben sich irgendwie über die Kolbenringe, über die Zylinderbüchsen unterhalten. Und ich denke, er hat danach gefragt, so, was ist da jetzt mit und wegen Ölverbrauch und so. Dann kam wohl auch nochmal die Ventilschaftdichtung ins Spiel, aber ich weiß jetzt nicht, wie er das da reingebracht hat. Also ich habe nur eben halt das Wort gehört. Ja, Renvo wird jetzt beim Hersteller nachfragen. Und dann werden wir wohl irgendwie Bescheid kriegen. Wir werden ja so echt hängen gelassen. So. Also gut, er kümmert sich jetzt drum, aber nur auf Nachdruck hin. Ne? So. Und ob da was bei rauskommt, ist sowieso die Frage. Also, dass irgendwas falsch eingebaut wurde, ist sowieso völlig unrealistisch. Ne? So, also das kommt gar nicht zur Sprache. Das wird gar nicht in Betracht gezogen, sagen wir mal so. Obwohl wir ja nun genügend Einbaufehler hatten. Wir fahren jetzt zu dem Pumpenservice hier in Asanay, der uns gesagt hat, dass er irgendwie auch so, ich weiß nicht, ob es das richtig ist, der Chef irgendwie hier, der Vorsteher der Asanay ist oder so, weiß ich jetzt nicht. Wir fahren jetzt zu dem hin. Wir wollen nochmal unsere gebrauchte Einspritzpumpe zumindest nochmal testen lassen, ob die funktionstüchtig ist. Mal sehen, ob das irgendwie geht und dann müssen wir mal weiter gucken. Das ist eine richtig, richtig, richtig beschissene Situation. Also richtig. Also wir sind richtig hilflos hier. Ne? Wir können da nichts machen. Wir können das nur irgendwie aushalten und hoffen, dass er dann doch noch irgendwie was macht. Und dabei ist längst noch nicht alles gut. Es sind auch teilweise Beschädigungen hier an unserem Fahrzeug durch den Einbau passiert. Gefühlt brauche ich damit gar nicht ankommen. Ne? So, denn also wird sowieso alles wegdiskutiert, dass das von woanders her kommt oder weiß der Geier, weiß ich nicht. Wir haben jetzt nochmal Aydin, den Meister vom Pumpenservice hier, gefragt, ob er weiß, ob es hier in Asanay eine Möglichkeit gibt, eben einen Kompressionstest oder eine Druckprüfung zu machen. Er sagt, er keine Chance. Und er wüsste auch nicht, wo man das woanders machen könnte. Okay. Also hier werden wir auf jeden Fall nichts. Ich habe gestern noch eine Stelle am Motor gefunden, wo eine Schraube nicht vernünftig festgezogen wurde, wo auch Öl rausgekommen ist. Ich bezweifle aber, dass das das Problem war, weil sonst müsste das komplett, also der ganze Motor vollgesaut sein mit Öl. Das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Ja, wir werden jetzt noch einen Test durchführen, den haben wir aus der Community, und zwar am Ausgang der Kohlwellen-Gehäuseentlüftung einen Becher oder so einen Eimer drunter zu machen, um zu gucken, wie viel Öl da hängen bleibt, wenn wir dann fahren. Und das werden wir jetzt machen.
wollte eigentlich gerade noch mal ein bisschen Taschentücher in unsere Testvorrichtung reinmachen, damit sich das Öl da drin fängt. Dann habe ich gesehen, dass unten schon wieder alles voller Kühlwasser ist. Ich habe gestern erst die Kühlschläuche noch mal alle neu festgezogen, die Stellen versetzt. Das ist alles trocken. Jetzt habe ich unter die Wasserpumpe gefasst und da ist alles nass. So, ja, scheiße. Geguckt. Ja, ist eine der Schrauben irgendwie lose, die Wasserpumpe festmacht. Versucht die Schraube festzuziehen, Schraube gibt nach. Dann dachte ich so, was ist das denn jetzt? Der hat die Schraube vergnattelt da drin. Dann hat die nicht richtig festgezogen. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Zum Glück habe ich die Schraube, also die Mutter noch rausgekriegt. Habe mir das angeguckt, kam mir schon die Unterlegscheibe in 2 Hälften entgegen. Das kann nur passieren, wenn man es zu fest ballert. Ich bin mir so leid, das immer wieder richten zu müssen. Ich bin es einfach so leid. Den Bockmist, den andere verzapft haben, muss ich immer wieder gerade rücken. Nee. Wir sind sowas von am Arsch. Sowas von. Wo sind die guten Mechaniker? Ankara Ostim hat uns wieder, also das Industriegebiet hier. Wir sind hier, weil wir etwas tauschen möchten. Für diejenigen, die das letzte Video nicht gesehen haben, wir haben uns hier eine Einspritzpumpe, eine gebrauchte, gekauft, weil die vom Typ her so ähnlich ist wie unsere. Also die Teile, die da drin sind, die passen zu unserer, aber es ist nicht genau dieselbe Pumpe. Und die wollten wir halt als Ersatzteil mitnehmen. Jetzt haben wir sie getestet und leider ist sie, ja, funktioniert nicht, fördert kein Diesel, kommt halt nichts. Und jetzt wollen wir es zurücktauschen und ich bin mal gespannt, ob wir sie zurückgetauscht bekommen. Also so wie ich sie verstanden habe, wenn es nicht funktioniert, können wir tauschen. Wir werden sehen. Ich wollte euch das einfach nochmal zeigen hier, jetzt wo wir jetzt nochmal hier sind. Wie riesig das ist und was es hier alles gibt. Das ist so der Wahnsinn, was die hier alles haben. Die Regale, das ist alles voll. Also mich würde nicht wundern, wenn die Teile für alle Modelle aller Marken hier haben. Guckt euch das an. Ist das krass? Hammer. Man muss dazu sagen, beim letzten Mal hat Abdullah gesagt, ich soll die Pumpe nehmen. Ich habe aber die andere genommen, weil mir der Kopf besser gefallen hat. Aber die Pumpe war kaputt. So. Sie tauschen das. Sie tauschen die Pumpe einfach aus. Oğlum oturma hep yağ ya. Güzel. Very good, very good. Das hier. Çubuk. Bravo. Wir machen heute jetzt den Ölwechsel nach etwas mehr als 3000 Kilometern.
Und der Tipp kam aus der Community, den Ölfilter mal aufzumachen und dann mal reinzugucken, ob da irgendwie größere Späne drin sind. Und ja, aufsägen darf man den ja nun mal nicht, weil dann hat man dann ja die Späne vom Sägen da drin und weiß dann nicht mehr, woher die kommt. Deswegen aufmeißeln. Ich habe das noch nie gemacht. Das ist jetzt das erste Mal für mich. Vielleicht mache ich das auch direkt an der falschen Stelle, aber mit Hammer und Meißel funktioniert das bis jetzt ganz gut. So sieht er aus. Also oben an der Falz aufmachen, dann funktioniert das. So, und jetzt mal reingucken. Also ich hätte jetzt gedacht, dass da mehr drin ist. Also ein ganz bisschen ist da drin. Also in jeder dritten Lamelle ein kleines bisschen. Also kaum fassbar, ne? Also das ist. Ich denke, das ist in Ordnung. Für einen Motor, der sich einlaufen muss. Ich gucke mir jetzt jede einzelne Lamelle an, nicht dass da noch irgendwo eine böse Überraschung ist. Und dann war es das auch. Gestern war unser letzter Tag in der Werkstatt. Wir haben alles aufgeladen und ja, wir haben halt gemerkt, wir kommen halt jetzt nicht mehr weiter und da haben wir uns gesagt, gut, dann fahren wir dann jetzt auch los. Wir mussten auch irgendwie weg. Wir brauchten erstmal jetzt auch einen Ort für uns, wo wir für uns sind, alleine sind und ein bisschen runterkommen. Ich wollte euch noch erzählen, was jetzt noch rausgekommen ist. Die Ventilschaftabdichtung, das hat leider nicht dazu geführt, dass der Ölverbrauch weniger geworden ist. Dann habe ich ja noch einen Test gemacht, indem ich so einen Becher unter die Kurbelwellengehäuseentlüftung gemacht habe. Kam kaum, also nicht nennenswert Öl raus, ist auch nicht wirklich viel Blow-by, also Luft, die an den Kolbenring vorbeigeht. Von daher scheint das schon mal ganz in Ordnung zu sein, dass da die Kompression mehr oder weniger in Ordnung ist, aber so richtig wissen tut man es erst, wenn man die Tests gemacht hat. Aber hier, wie gesagt, kommen wir nicht weiter. Es gibt noch einen weiteren Test, wo man den Öldeckel vom Ventildeckel aufmacht und guckt, wie der so tanzt, und das sah auch relativ normal aus. Es kam ja viel Rückmeldung auch von euch aus dem letzten Video, dass sie gesagt hatten, ja, so 5.000 bis 10.000 Kilometer, das muss schon mal so sein, das kann schon so sein, dass man ein bisschen länger fährt. Das haben anscheinend einige von euch da auch schon so solche Erfahrungen gemacht haben. Von daher, ja, werden wir das jetzt machen. Bleibt uns jetzt auch nichts anderes übrig. Gefühlt fahren wir mit einem Motor los, der mehr Öl verbraucht als vorher. Eigentlich mit einem kaputten Motor. Ne? 2 Liter auf 1000 Kilometer hatten wir jetzt zuletzt gehabt. Weiß ich nicht, fühlt sich für mich jetzt nicht gut an. Aber wie gesagt, was will man machen? Auf jeden Fall war es gut, dass wir noch hier geblieben sind und nicht gleich losgefahren sind und halt Testfahrten gemacht haben, weil es kam ja halt einiges noch danach. Und unser Tipp oder unser Rat an euch, falls ihr in so eine Situation mal kommen solltet, wir hoffen es natürlich nicht, dann bleibt noch im Umkreis der Werkstatt, macht Testfahrten. Dann hatten wir ja noch die Rückmeldung gehabt von einigen, also auch Fragen, warum der Motor eigentlich jetzt schon eine Revision hat, weil der hat ja gerade mal, was hatte der, nicht mal 90.000 gelaufen. Und da kann ich nur sagen, wir haben keinen Betriebsstundenzähler in unserem Cockpit, sondern nur die Kilometerleistung. Und Kilometerleistung und Betriebsstunden stimmen eben halt nicht immer überein. Und unser Fahrzeug war halt auch in der Forstwirtschaft. Und da wurde er sicherlich nicht sehr viel bewegt, aber der Motor ist sicherlich sehr lange gelaufen. Also die Betriebsstunden, die dieser Motor gehabt hat, die müssen ungleich höher gewesen sein als das, was der Kilometerzähler anzeigt. Anders kann ich mir das überhaupt nicht erklären. Naja, und dann eben halt der Wartungsstau. Der wurde benutzt und nicht wirklich gepflegt. Und von euch kam ja auch die Frage, ob wir denn jetzt eine Werkstatt empfehlen können oder Werkstätten empfehlen können. Und ich muss sagen, Leute, wir haben 19 Werkstätten durch mittlerweile. Ich kann es selber kaum glauben.
Und tatsächlich ist es so, dass wir nur eine davon wirklich empfehlen können. Und das ist die Werkstatt von den Sebastian in Berlin. Eastside Customs Berlin heißt die Werkstatt. Und er ist derjenige, der uns geholfen hat und wirklich das Bremsenproblem, was wir hatten, da waren wir in 9 Werkstätten allein und er hat es gelöst. Und einfach, weil er erstmal analysiert, sich den Fehler anguckt und dann erst repariert und nicht wild irgendwelche Reparaturen auf Verdacht durchführt. Und bei dieser ganzen Sache jetzt mit der Motorreparatur war er immer irgendwie dabei und hat immer den richtigen Riecher gehabt, wo ich dann gucken sollte. Allein jetzt schon bei dem Einspritzsystem, wir hatten da so ein massives Problem mit dem Rauch und hat gesagt, guck nochmal die Einspritzdüsen an. Und nur aufgrund seines Tipps bin ich nochmal beigegangen, habe gesagt, okay, gucken wir uns die Einspritzdüsen an und siehe da, der Einspritzdruck hat nicht gestimmt. Obwohl 3 Bosch Diesel Services gesagt haben, die sind okay. Also die können wir empfehlen. Link ist in der Videobeschreibung. Ich denke, der Weg nach Berlin lohnt sich. Ach ja, und einen darf ich nicht vergessen, das ist der Carsten. Er ist Motorenkonstrukteur, so habe ich das, ich hoffe, ich habe es richtig verstanden, Carsten. Motorenkonstrukteur im Ruhestand. Und was wäre das geworden, wenn er nicht dabei gewesen wäre und mir ständig da geholfen hat und auch die Tipps gegeben hat. Also dank dir, Carsten, verstehe ich jetzt noch viel mehr von Motoren. Und ich weiß nicht, ob wir das wirklich geschafft hätten. Dankeschön. Jetzt sind wir ja wirklich am Ende der Motorreparatur. Yvonne macht gerade einen Kassensturz und sie wird euch dann erzählen, was dann bei der Spendenaktion jetzt rausgekommen ist und was wir jetzt dann wirklich unterm Strich bezahlt haben. Eine kleine Korrektur an dieser Stelle, was unsere Werkstattempfehlung angeht. Eigentlich können wir euch 2 Werkstätten empfehlen, aber eine von denen möchte nicht genannt werden und das respektieren wir natürlich auch. Kommen wir jetzt zum finalen Kassensturz. Was hat uns eigentlich die ganze Aktion hier in der Türkei gekostet? Ich habe die Zahlen alle einmal aufgeschrieben. Im letzten Video haben wir euch ja schon ein bisschen was verraten. Die ganzen Werkstattkosten liegen mittlerweile bei 4.618 €. Von den insgesamt mittlerweile 72 Tagen, die wir in Jenica verbracht haben, waren wir 41 Tage, brauchten wir eine Unterkunft. Die Unterkunft hat uns auch nochmal 1.170 € gekostet. Die 1 € Spendenaktion hat doch tatsächlich 6.200 € eingebracht. 1000 Dank dafür. Am Ende sind jetzt 400 € übrig geblieben und wir können euch gar nicht sagen, wie dankbar wir euch sind, dass ihr uns unterstützt habt, dass wir das hier in der Türkei umsetzen konnten. Für uns geht es heute zum Zoll. Unser Visum ist ja mittlerweile schon 2 Monate abgelaufen. Und nach dem Zoll wird sich dann auch entscheiden, in welche Richtung wir weiterfahren. Über unsere Pläne, wie es weitergeht mit unserer Reise und mit unserem LKW erzählen wir euch dann im nächsten Video was. Also wenn ihr interessiert seid, wie es bei uns weitergeht, dann schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Bis dann!